Herzlich willkommen zu unserem aktuellen Webcast. Heute gibt es wieder neue Informationen zu den aktuellen ProSiG-Blickpunkten. Mein Name ist Christine Weigel. Aus diesen 4 Rubriken stelle ich Ihnen gleich im Anschluss die einzelnen Punkte vor. Kommen wir zur ersten Rubrik, Einblick. Auswahl der Entwicklungen aus den letzten monatlichen Sprint-Versionen. Das sind diesmal Sprint 108 bis 112. Unsere aktuellen Versionen sind ProSiG 642 Service Pack 8 und ProSiG 7.3 Sprint 112. Für Version 6 Service Pack 8 gibt es folgende Neuerungen: Ergänzen von Symbolen für neue Blockkennzeichen. Für die Darstellung des Blockkennzeichens laut aktueller Richtlinie 819/9002 wurde für die Funktion Signale die Kategorie Sonstige Tafeln ergänzt. Für die Blockkennzeichen links und rechts, jeweils alleinstehend und am Mast eines Hauptsignals, gibt es hier jetzt die neuen Symbole. Diese Blöcke werden auch in andere Zeichnungen abgeglichen. Einfügen der D-Weg-Fahnen mit Angabe eines Abstandes zum Gleis. Beim Einfügen der Symbole für die Durchrutschwege kann jetzt für die Positionierung zusätzlich ein Abstand angegeben werden. Anpassen des Befehls KU-Fahne. Für die Stellwerksbauart ZSB 2000 wurde der Befehl KU-Fahne erweitert. Mit der Funktion kann zu einem Stich-, Gruppen- oder Hilfskabel im Kabelübersichtsplan eine Kabelfahne erzeugt werden. Zusätzlich zur Busbezeichnung wird jetzt auch der Aderbedarf der verkabelten Objekte angezeigt. Neuerungen für Version 7 EPU Sprint 108 bis 112. Aktuelle Version ist Sprint 112. Anpassungen im Signaleditor. Im Signaleditor wurden 2 neue Schaltflächen ergänzt. Für Signale, die bereits in der Zeichnung vorhanden sind, wie zum Beispiel das ZR1 hier, kann über die Schaltfläche Verschieben eine erneute neigungsabhängige Positionierung vorgenommen werden, zum Beispiel, wenn der zugehörige Gefahrpunkt verschoben wurde. Hierfür ist sicherzustellen, dass der Haken gesetzt ist bei neigungsabhängiger Positionierung. Anschließend kann man sagen, verschieben. Der Gefahrpunkt ist in der Zeichnung zu wählen, wie beim neigungsabhängigen Einfügen des Signals. Dann seitliche Lage und Wirkrichtung am Zielpunkt des Signals ist festzulegen und ein neigungsabhängiger Abstand ist anzugeben. Ich nehme mal hier 100 Meter, damit hier ein Unterschied erkennbar ist. Dann werden anschließend die Höhenpunkte sowohl 100 Meter vor dem Gefahrpunkt inklusive der dort ermittelten Höhe und 1000 und 2000 Meter vor dem Gefahrpunkt in der Zeichnung markiert. Man kann Höhenpunkte abwählen, wenn diese nicht in die Berechnungsgrundlage einfließen sollen. Ich lasse die hier jetzt mal alle drin. Bestätige einmal diese Auswahl und habe dann hier meinen Dialog zur neigungsabhängigen Standortermittlung mit den gesammelten Daten. Hier wird auch der endgültige D-Weg genannt, auf Basis der maßgebenden Neigung in dem berechneten Bereich. Und am Ende gibt es dann auch nochmal einen Textreport, wo die ganzen Daten aufgelistet werden. Die Signalposition wird in der Zeichnung markiert und das Signal wird anschließend an die neue Position verschoben. Für das Erzeugen zusätzlicher Signalbegriffe wird eine Schaltfläche zum Kopieren vorhandener Signalbegriffe im Signaleditor angeboten. Hier ist zuerst ein vorhandener Signalbegriff zu markieren und dann kann über die Schaltfläche Kopieren ein weiterer Signalbegriff erzeugt werden. Dabei werden alle Eigenschaften des zuvor markierten Signalbegriffs in das neu erzeugte Objekt übernommen und Änderungen können im Nachgang hier entsprechend vorgenommen werden. Anpassungen für den Export der Signaltabelle 2. Über die Exportoberfläche kann der Export der Signaltabelle 2 vorgenommen werden. Nach Auswahl der Exportart wird über die Schaltfläche Ansicht erstellen direkt der Export nach Excel vorgenommen. Nach Angabe eines Speicherorts inklusive Dateiname wird die Exportdatei erstellt
Weitergehende Informationen zur Befüllung können Sie der aktuellen What's New entnehmen. Automatisches Erstellen von FMA-Komponenten und Freimeldeabschnitten. Unter Ausrüstung LST, Freimeldeabschnitte, steht die Funktion Freimeldung automatisch zur Verfügung. Nach Funktionsstart wird ein Dialog angezeigt, über den die Feinjustierungen zur automatischen Einfügung vorgenommen werden können. Hier können die Bezugsobjekte festgelegt werden, also ob FMA-Komponenten an Hauptsignalen, vor Weichen oder an Grenzzeichen erstellt werden sollen und welche Abstände dabei zu berücksichtigen sind. Über die Schaltfläche FMA-Komponenten erzeugen werden zunächst erstmal die Freimeldeabschnittsgrenzen, also die punktförmigen Komponenten, erzeugt und die Anzahl der erstellten Objekte wird über eine Infobox im Dialog dargestellt. Anschließend ist der Dialog zunächst einmal zu schließen und die Positionen der FMA-Komponenten zu überprüfen. Gegebenenfalls sind einige der automatisch erstellten Objekte überflüssig und können aus dem Projekt entfernt werden, wie zum Beispiel diese hier. Eventuell sind dann auch noch FMA-Komponenten zu ergänzen, wie zum Beispiel hier. Anschließend kann der Dialog erneut gestartet werden. Und über die Schaltfläche Freimeldeabschnitte erzeugen können dann die Freimeldeabschnitte als Bereichsobjekte automatisch generiert werden. Auch hier wird im Anschluss die Anzahl der erzeugten Objekte über die Infobox im Dialog ausgegeben. Optimierung beim Import von Geodaten mit Meridiansprung. Wurden Geoinformationen mit Meridiansprung in ein PROSIG-Projekt eingelesen, zum Beispiel durch Import einer GND- oder XML-Datei, kann über die Eigenschaften des Projektobjektes das zu verwendende Koordinatensystem eingestellt werden. Dadurch werden die Geodaten mit Meridiansprung transformiert und richtig dargestellt. Ergänzen der BIM-Objektbibliothek. Für Signale wurde die BIM-Objektbibliothek um einige Vorlagen für die Regelzeichnungen S8000.5.7 ergänzt. Die zugehörigen Bildnummern können Sie der What's New entnehmen. Die BIM-Modelle werden mit Schaltkasten, Mastschildern und NE14-Tafeln dargestellt. Für hängende Haupt- und Vorsignale wurde die BIM-Objektbibliothek um einige Vorlagen für die Regelzeichnung S8121.1.1 ergänzt. Hinweise zur Darstellung der BIM-Modelle finden Sie ebenfalls in der What's New. Export Datenpunkttabelle 2 und 3 eines PROSIG 6 Projektes in Version 7. PROSIG-Projekte, die in Version 6 für das punktförmige Zugbeeinflussungssystem ZBS der Berliner S-Bahn geplant wurden, können mit dem Engineer von PROSIG 7 geöffnet werden. Hier kann dann ein performanter Export der Datenpunkttabelle 2 und 3 über die Exportoberfläche vorgenommen werden. Kommen wir zur zweiten Kategorie, Durchblick. Nützliches, Interessantes, Tipps und Tricks. Hier gibt es heute 2 FAQs für Sie: lokale Objektverschiebung, Verschieben von Attributen und Einfügen von Knickpunkten am Pfeil. Wenn ein klassischer PROSIG-Block mit der Funktion Objektverschiebung, Befehl dazu ist Local Move, verschoben wird, wird das Objekt inklusive der Markierung in einer AutoCAD-Gruppe abgelegt. Um die Attributpositionen des lokal verschobenen Objektes zu ändern, können die Funktionen Attribute Texte, Drehen und Schieben verwendet werden. Soll die Linie der Lokalverschiebung mit Knickpunkten versehen werden, ist zuerst sicherzustellen, dass die Systemvariablen Grips und PickFirst nicht auf den Wert 0 eingestellt sind. Das ist erst einmal die Voraussetzung dafür, dass überhaupt eine Auswahl über die Griffe gemacht werden kann. Das ist sonst nicht möglich. Anschließend kann entweder während der Objektwahl die Steuerungstaste gedrückt werden, alternativ lässt sich auch temporär die Systemvariable Group Display Mode auf den Wert 0 einstellen. Dann kann anschließend die Linie der Lokalverschiebung abgeknickt werden. Dies ermöglicht dann ebenfalls auch die Änderung der Attributpositionen des lokal verschobenen Objektes über Griffe. Und der zweite FAQ: Hinzufügen und Entfernen von Objekten bei Auswahl in der Zeichnung. In AutoCAD und somit auch in PROSIG arbeiten viele Funktionen mit Objektwahl in der Zeichnung. Bei mehreren gewählten Objekten wird dadurch ein sogenannter Auswahlsatz erstellt. Ein Beispiel für die Anwendung ist die Funktion Objekte editieren für Datenbankprojekte.
Standardmäßig ist bei der Objektwahl immer die Methode Hinzufügen eingestellt. Also Objekte wählen. Sollen bei der Objektwahl Elemente wieder aus dem Auswahlsatz entfernt werden, kann die Methode Entfernen durch die Eingabe der Option E aktiviert werden. Und dann befindet man sich hier im Entfernen-Modus und kann dann die entsprechenden Objekte, die aus der Objektwahl genommen werden sollen, abwählen. Um die Methode Hinzufügen erneut zu aktivieren, ist die Option H einzugeben. Dann befindet man sich wieder im normalen Objektwahlmodus oder beziehungsweise im Standardmodus. Anschließend kann die Objektwahl wie gewohnt fortgeführt werden. Die Behandlung von Auswahlsätzen wird in der AutoCAD-Hilfe beschrieben, und zwar beim Befehl Wahl. Kategorie 3, Augenblick mal. Ihre Fragen und Hinweise aus der Anwendung, dem Support und den Webcast-Kommentaren. Heute habe ich hier 2 Punkte auf meiner Agenda. Vorgehen bei der Meldung eingestellter Userpfad existiert nicht. Über die Funktion Konfiguration lassen sich zeichnungsspezifisch Zugriffspfade festlegen, aus denen PROSIG benutzerspezifische Daten oder auch Blöcke auslesen soll. Haben Sie zum Beispiel eine Zeichnung von einem Kollegen, einer Kollegin oder von einem Kunden, einer Kundin erhalten und wurden in dieser Zeichnung Zugriffspfade festgelegt, die auf Ihrem Rechner nicht existieren, wird diese Meldung ausgegeben. Hier kann man sich dann entscheiden, ob die in der Meldung genannten Pfade auf Ihrem Rechner erstellt oder nicht erstellt werden sollen oder ob der Default-Pfad stattdessen eingestellt werden soll. Wählen Sie Nicht erstellen, bleiben die eingestellten Zugriffspfade in der Zeichnungskonfiguration erhalten. Dadurch können allerdings bei der Ausführung einiger Funktionen Meldungen auftreten, wenn die eingestellten Zugriffspfade nicht erreicht werden können. Die Zeichnung wird dann anschließend geladen. Sollen die Pfade erstellt werden, versucht PROSIG, das Verzeichnis auf Ihrem Rechner anzulegen. Schlägt das fehl, wird der Dialog Konfiguration angezeigt, damit die Pfade manuell angepasst werden können. Entweder durch direktes Editieren oder über Wählen durch Auswahl eines verfügbaren Ordners. Der Default-Pfad ist ctemp PROSIG User Path. Wird diese Schaltfläche gewählt, werden die nicht existenten Pfade durch den Default-Pfad ersetzt. Diese Auswahl sollte also nicht getroffen werden, wenn in der Zeichnung die Zugriffspfade erhalten bleiben sollen. Öffnen von Zeichnungen aus PROSIG 7 in PROSIG 6. Grundsätzlich gibt es in allen PROSIG-Versionen eine Aufwärtskompatibilität. Projektzeichnungen, die mit älteren PROSIG-Versionen erstellt wurden, können in neueren Versionen konvertiert bzw. beim Weiterbearbeiten eines Projektes von PROSIG 6 in PROSIG 7 migriert werden. Eine Abwärtskompatibilität kann nicht gewährleistet werden, allerdings kann man für Projektzeichnungen Autokopien anlegen lassen. Über den Projektmanager kann hier zunächst einmal der Kopiepfad festgelegt werden. Anschließend wird der Kopiename automatisch generiert. Die Autokopie wird durch erstmaliges Speichern angelegt und bei jedem Speichern mit dem aktuellen Stand der Projektzeichnung überschrieben. Um sie an andere Anwender und Anwenderinnen weiterzugeben, kann die Autokopie analog zu PROSIG 6 in einem anderen Verzeichnis abgelegt werden. In AutoCAD ohne PROSIG kann die Autokopie als Zeichnung geöffnet werden. Die PROSIG-Systemobjekte werden dann als Proxy-Objekte angezeigt. AutoCAD-relevante Änderungen können in der Zeichnung vorgenommen werden. In PROSIG 6 kann die Autokopie als XREF hinter eine PROSIG 6-Zeichnung gelegt werden. Hier kann auch direkt die Autokopie des 7er Projekts verwendet werden. Dadurch werden die Anpassungen aus PROSIG 7 bei jedem Öffnen der PROSIG 6-Zeichnung in der XREF aktualisiert. Kommen wir zur 4. Rubrik, Ausblick, wie es weitergeht, woran wir arbeiten und forschen. Umsetzung weiterer Anpassungen zur neuen Richtlinie. Sowohl in PROSIG 6 als auch in PROSIG 7 nehmen wir zurzeit weitere Anpassungen zur neuen Richtlinie 819/9002 vor. Die dadurch entstehenden Änderungen werden wir Ihnen in den nächsten Webcasts vorstellen. Umsetzung DSTW, Umstellung PlanPro 1.10.0. Auch die Umsetzung zu digitalen Stellwerken und die Umsetzung zu PlanPro 1.10.0 befinden sich bei uns gerade in der Bearbeitungsphase. Auch hierzu gibt es in den kommenden Webcasts weitergehende Informationen. Weiterentwicklung BIM 3D. Bei der Weiterentwicklung BIM 3D sind wir gerade dabei, Signalbrücken und weitere Signaltypen umzusetzen. Außerdem wird der IFC-Export für die Aufnahme von Datenpunkten und ihren Balisen erweitert. Automatische Erzeugung von Balisen.
Aus Forschung und Entwicklung wird durch ein Studienprojekt die automatische Ermittlung der Positionen der EDCS Level 2 Datenpunkte und der zugehörigen Balisengruppen auf Basis der zugrunde liegenden Richtlinien im sicherungstechnischen Lageplan ermöglicht. Zurzeit ist die Funktionalität umgesetzt für die Datenpunkte 20 bis 24. Grundvoraussetzung ist das Festlegen des EDCS-Bereiches. Das ist hier bereits im Vorfeld schon erfolgt. Weitere Grundvoraussetzung ist die vollständige Planung der EDCS-Streckenausrüstung, wie zum Beispiel die EDCS-Tafeln. Anschließend können die Datenpunkte automatisch in die Zeichnung eingefügt werden. Für die Vergabe der Datenpunktadressen werden zunächst temporäre Adressen verwendet. Somit sind wir am Ende unseres heutigen Webcasts angekommen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Der nächste Webcast wird voraussichtlich im März 2023 auf unserer Homepage zur Verfügung gestellt. Wir wünschen Ihnen besinnliche Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund.